Du denkst, mit deiner Keto-Diät hast du die perfekte Lösung für deine Gesundheit gefunden. Endlich weg vom Zucker, endlich Fettverbrennung, endlich abnehmen. Aber hier ist der Schock. Die meisten Keto-Produkte im Supermarkt machen dich genauso krank wie der Zucker, den du gerade vermieden hast. Die Industrie hat längst erkannt, dass du für ein Protein- oder Keto-Riegel das Dreifache bezahlst, obwohl darin nur billiges Soja, Chemie und Pflanzenöle stecken, die deine Arterien verstopfen. Nach der Analyse der Erkenntnisse von 8 Weltklasse-Experten wie zum Beispiel Dr. Peter Attia oder Dr. Eric Westman zeige ich dir heute, warum schmutziges Keto eine Falle ist und wie die metabolische Flexibilität dich gesünder macht als Jahre strenger Ketose. Hi, ich bin Arthur von Life Algorithm. Mit 45 Jahren bin ich fitter, als ich es mit 30 war. Mit nur 3 Stunden Training pro Woche, ohne teure Nahrungsergänzungsmittel und 100% natürlich. Ich habe die Form meines Lebens mit einer kohlenhydratarmen Ernährung erreicht. Dabei lebe ich bewusst nicht strikt ketogen, sondern mache scheinbar unbewusst genau das Richtige. Jeder, der glaubt, Keto sei der einzige Weg zur Gesundheit, sollte jetzt gut zuhören. Du startest motiviert, isst Speck und Butter, verbannst das Brot und willst endlich abnehmen. Das funktioniert am Anfang oft fantastisch. Aber was, wenn genau diese strikte Form der Diät ohne Anpassung deinen Hormonhaushalt stresst, deinen Mineralstoffhaushalt durcheinander bringt und dich langfristig ausbrennt? Heute zeige ich dir in diesem Video erstens, warum schmutziges Keto eine Falle der Industrie ist. Zweitens, wann Keto gefährlich werden kann. Drittens, die Lösung für eine Stoffwechselflexibilität durch eine natürliche Ernährung. Und viertens, die kleinsten gemeinsamen Nenner, bei denen sich wirklich alle Experten einig sind. Los geht's! Lass uns ehrlich sein, wir werden oft getäuscht, und zwar von der Lebensmittelindustrie, die ich gerne Bigfood nenne. Ein perfektes Beispiel für diese Manipulation ist der Nutri-Score. Fettreiche, natürliche Lebensmittel wie Käse oder Butter werden oft schlecht bewertet. Gleichzeitig bekommen zuckerhaltige Gummibärchen oder Frühstücksflocken ein grünes A oder ein grünes B, nur weil sie fettfrei sind. Unser Gehirn sieht grün und denkt, oh, gesund, obwohl es eigentlich nur Zucker ist. Viele Menschen wissen nicht, dass der Nutri-Score auf die Produktkategorie beschränkt ist. Bio-Gummibärchen mit A sind vielleicht die am wenigsten schlechte Wahl in dieser Kategorie. Aber gesund sind sie noch lange nicht. Genau diese Masche nutzt die Industrie jetzt für unsere Ernährungstrends. In den USA steht überall Keto drauf. Bei uns in Deutschland ist das aktuelle Zauberwort Protein. Aber das Wort Keto kommt auch langsam in den Supermärkten an. Überall, wirklich überall, High-Protein-Pudding, High-Protein-Brot, Proteinriegel, oft steht da auch klein Low-Carb oder Keto daneben. Das ist eine Falle. Experten nennen das schmutziges Keto. Aber warum macht die Industrie das? Es geht schlichtweg um den Gewinn, die Marge, nicht um deine Gesundheit. An einem Steak oder Eiern verdient der Handel viel weniger. Die Zucht ist aufwendig, die Gewinnspannen sind winzig. Ein Riegel oder Pudding hingegen, der aus billigem Soja, Füllstoffen und Süßstoffen besteht, kostet in der Herstellung fast nichts. Er hält sich ewig und lässt sich für den dreifachen Preis als Gesundheitsprodukt verkaufen. Zucker und Chemie sind billig, echte Lebensmittel sind teuer. Dein Körper lässt sich aber nicht durch ein Schlagwort auf der Packung austricksen. Wenn du echte Lebensmittel durch diesen Industriemüll ersetzt, hast du nichts gewonnen. Du tauschst einfach Zucker gegen Süßstoffe und Nährstoffe gegen Entzündung. Viele dieser Produkte sind vollgepumpt mit billigen Pflanzenölen, die dein Körper gar nicht kennt. Dr. Mike Israetel bringt es auf den Punkt. Der Hauptgrund, warum Low Carb oder Keto so gut funktionieren, ist oft gar keine Magie. Es liegt daran, dass die Diät als Filter wirkt, aber sie selbst. One is that potato chips. Which one of those food or food groups or food types did not have a ton of carbs in it? All of them. Du gehst im Supermarkt also automatisch an 90% der Regale vorbei. Du ignorierst Chips, die Kekse, die Fertiggerichte, den ganzen verarbeiteten Müll, weil er nicht in deinen Low-Carb-Plan passt. Du schließt das Junkfood also aus. Das macht die Entscheidung leicht und gesund. Aber wenn du jetzt anfängst, diesen Zuckermüll einfach durch hochverarbeitete Protein- oder Ketoriegel zu ersetzen, dann zerstörst du diesen Vorteil sofort. Du holst dir das Junkfood durch die Hintertür wieder rein, nur mit einem anderen Aufkleber. Dann sind wir im Kreis gelaufen. Wir müssen aufhören, Low Carb oder Keto als Freifahrtschein für verarbeitete Lebensmittel zu sehen. Wenn es eine bunte Verpackung hat, die schreit, wie gesund es ist es wahrscheinlich nicht gesund. Wenn dir echte, unverarbeitete Lebensmittel auch wichtiger sind als irgendein Marketing-Hype auf einer bunten Verpackung, dann lass jetzt gerne schon mal einen frühen Daumen da. Das ist wichtig, damit auch andere davon profitieren können. Protein ist der Baustein, den dein Körper braucht. Und jetzt das Problem. Die meisten von uns schaffen es leider nicht, täglich genug hochwertiges Protein zu essen. Warum? Zeitmangel. Arthur, ich bin voll berufstätig. Ich habe Familie. Ich bin abends müde.
Wann soll ich das alles kochen? Und das ist keine Ausrede, das ist die Realität, in der wir leben. Genau für diese Realität habe ich einen Partner. PrepMyMeal.de. PrepMyMeal löst das Zeitproblem mit gesunden, fertig gekochten Gerichten, die tiefgefroren ankommen, auch Low Carb und Keto. Zur Zubereitung, ich bin kein Fan der Mikrowelle. Die Gerichte können im Backofen, Dampfgarer oder in der Pfanne aufgewärmt werden. Das dauert 15 statt 10 Minuten, aber diese Zeit sollte es uns wert sein. Danach hast du eine vollwertige, proteinreiche Mahlzeit ohne Einkaufen, Kochen oder Abwasch. Jetzt kommt der wichtigste Punkt: 100% Authentizität. Ich habe die Zutatenliste geprüft. Ja, manche Gerichte enthalten Sonnenblumenöl oder Soja. Ihr wisst, was ich davon halte. Ich nutze sie nicht. Aber wir müssen pragmatisch sein. Die Dosis macht das Gift. Die Nährstoffzusammenstellung bei PrepMyMeal, besonders der hohe Proteinanteil, ist um Welten besser als jedes normale Fertiggericht. Wenn deine Alternative an einem stressigen Tag Pommes Currywurst, Döner, Tiefkühlpizza oder der Bäcker ist, dann ist ein High-Protein-Gericht von PrepMyMeal ein massives Upgrade. Eine smarte 80-20-Lösung für vielbeschäftigte. Zum Ausprobieren mit dem Code LifeAlgorithm bekommt ihr 5% Rabatt. Und jetzt zurück zum Thema und dem nächsten Treiber für Alterung. Ich möchte hier ganz deutlich sein. Ich habe meine Meinung nicht geändert. Ich bleibe bei Low Carb und ernähre mich bewusst nicht ketogen. Ganz ehrlich, ich hatte schon oft mal vor, all in zu gehen, also volle Ketose oder sogar Carnivore. Aber irgendwie hat mich meine Intuition immer davon abgehalten. Ich habe es nie wirklich durchgezogen. Und wenn ich mir die Analyse für dieses Video heute ansehe, weiß ich auch warum. Die Daten zeigen ganz klar, die ketogene Ernährung, Low Carb oder sogar Carnivore sind unglaublich mächtige Werkzeuge. Vielleicht die mächtigsten, die wir haben, um schwere Zivilisationskrankheiten loszuwerden. Wenn du metabolisch krank bist, also Insulinresistenz hast, Diabetes oder einfach nur Übergewicht oder eine andere Zivilisationskrankheit, dann ist das deine Medizin bzw. Eliminationsdiät, wie ich auch in meinem Video über Antinährstoffe erkläre. Aber es ist vielleicht kein dauerhafter Lebensstil für jeden Menschen in jeder Lebenslage. Schauen wir uns das Beispiel von Dr. Paul Saladino an. Vielleicht kennst du ihn aus Social Media. Der Mann war jahrelang das Aushängeschild für die Carnivore-Diät. Er aß nur Fleisch, Organe und Fett, null Pflanzen. Aber er musste aufhören. Und seine Geschichte ist eine Warnung für uns alle. Warum hat er aufgehört? Weil seine Gesundheit anfing zu leiden. Sein Mineralstoffhaushalt ist völlig entgleist. Er hatte Muskelkrämpfe, Herzstolpern und Schlafstörungen. Und was für Männer besonders erschreckend ist, sein Testosteronspiegel ging in den Keller. Wie kann das sein? Keto soll doch gesund machen. Hier müssen wir ein bisschen in die Biochemie eintauchen. Es gibt hier 4 Mechanismen, die du verstehen musst, um deinen Körper nicht ungewollt zu stressen. Mechanismus Nummer 1: Insulin und die Nieren, warum Mineralien verloren gehen. Insulin ist ein wichtiges Hormon. Es speichert Energie, aber es sagt auch den Nieren, behalte Salz, Kalium und Magnesium. In tiefer Ketose sinkt Insulin stark ab. Das ist super für die Fettverbrennung. Doch dadurch ändern die Nieren ihr Programm. Sie spülen diese Mineralien mit Wasser heraus. Am Anfang fühlst du dich leichter und weniger aufgebläht. Längerfristig kann zu wenig Salz aber den Blutdruck senken, das Herz schneller schlagen lassen und zu Wadenkrämpfen oder Schlafproblemen führen. Elektrolyte wie Natrium, Kalium und Magnesium sollten deshalb bewusst ergänzt werden, besonders wenn du lange in der Ketose bleibst. Ich selbst esse nur Low Carb und versuche alles über die Ernährung zu machen und supplementiere wirklich nur D3 und K2. Aber wenn du einen Mangel hast, trotz guter Ernährung, schau dir meine Empfehlungen für Basissupplemente auf meiner Webseite an unter lifealgorithm.de, Top 3 Produkte, Basissupplemente. Mechanismus Nummer 2, die Schilddrüse. Der Motor wird langsamer. Die Schilddrüse ist wie der Thermostat deines Körpers. Sie steuert, wie viel Energie du verbrennst und wie warm dir ist. Damit sie gut funktioniert, braucht sie ausreichend Kalorien. Kohlenhydrate signalisieren, es ist genug Energie da. In langer, strenger Ketose, besonders wenn du unbewusst zu wenig isst, denkt dein Körper: Notfall, Energie sparen. Die Schilddrüse schaltet einen Gang herunter. Die Folge: du frierst leichter, fühlst dich müde, der Gewichtsverlust stockt, obwohl du weniger isst. Dein Körper denkt, es ist Hungersnot. Die Lösung: ausreichend Kalorien mit nährstoffreichen Lebensmitteln. Am besten mit moderaten Mengen Kohlenhydraten aus Quellen wie Brokkoli, Blumenkohl oder Kürbis. Das signalisiert deiner Schilddrüse: alles gut, du kannst normal arbeiten. Mechanismus Nummer 3, Cortisol, der Stressknopf und Muskelverlust. Cortisol ist unser Stresshormon für Notfälle. Wenn du im Alltag viel Stress hast und dazu eine strenge Ketose fährst, kann der Körper den Kohlenhydratmangel als Extrastress interpretieren. Mechanismus Nummer 4, der Cholesterinkonflikt. Ein Punkt, der in den Analysen auffiel. Die Experten streiten sich hier massiv. Dr. Lustig sagt zum Beispiel, gesättigte Fette sind für das Herz neutral und nur Zucker macht das LDL gefährlich, also klein und dicht. Andere warnen vor zu viel Butter. Das Thema Plaque und Ablagerung wird oft ignoriert oder unterschiedlich bewertet. Meine Meinung zum Thema: rate nicht. Wenn du sehr viel Fett isst, lass dein Blut untersuchen. Schau nicht nur auf das Gesamtcholesterin, prüfe ApoB,
oxidiertes LDL und andere Werte, wie ich auch in meinem Video zum Thema Arteriosklerose genau erkläre. Dr. Peter Attia, einer der brillantesten Köpfe in der Langlebigkeitsforschung, hat seine strikte Keto-Diät nach 3 Jahren beendet. Nicht, weil er krank war, sondern weil er merkte, es schränkt ihn einfach zu sehr ein. Er wollte mit seinen Kindern essen, er wollte nicht der seltsame Typ am Tisch sein, der den Reis vom Sushi kratzt, und er hat gemerkt, dass er für seinen harten Sport einfach Glykogen, also Zucker, in den Muskeln braucht. Versteh mich bitte nicht falsch. Keto ist und bleibt für viele Menschen therapeutisch super wertvoll. Für Epileptiker ist es lebensrettend. Für Menschen mit Adipositas, also Übergewicht, Typ-2-Diabetes, Insulinresistenz, Fettleber, metabolischem Syndrom oder chronischen Entzündung ist Keto eine echte Stoffwechselreparatur. Es ist wirklich ein Schlüssel. Und hier kommt die unbequeme Wahrheit. Deutschlands Stoffwechsel driftet massiv ab, oft völlig unbemerkt. Laut der GEDA-Studie des Robert-Koch-Instituts in 2019 und 20 sind 53,5% der Erwachsenen übergewichtig, jeder 5. sogar adipös. Und eine große Bevölkerungsstudie zeigt, rund 20% haben bereits das metabolische Syndrom. Doch das ist nur die offizielle Zahl. Viele Fälle werden gar nicht erkannt, weil Blutwerte selten ganzheitlich betrachtet werden und die meisten Betroffenen sich gesund fühlen. Meine persönliche Einschätzung, die Dunkelziffer ist hoch. Realistisch dürften 40-50% der Menschen metabolisch auffällig sein. Aber die entscheidende Frage lautet, bist du noch in der Phase der Heilung oder bist du bereits metabolisch gesund und willst optimieren? Für metabolisch kranke Menschen ist strikte Ketose oft der richtige Weg. Aber für metabolisch gesunde Menschen kann dauerhaftes, striktes Keto unnötigen Stress bedeuten. Teile das Video jetzt gerne mit jemandem, der sich vielleicht schon zu lange mit Keto abmüht, obwohl er oder sie metabolisch gesund ist. Dr. Eric Westman sagt zu Keto einen genialen Satz: Behandle den Patienten, nicht die Blutwerte. Wenn deine Ketonwerte auf dem Messgerät perfekt sind, du dich aber energielos fühlst, dann läuft was falsch. Dein Körper hat immer recht. Hast du unter Keto oder striktem Low Carb schon mal solche Nebenwirkungen bemerkt? Herzstolpern, Schlafprobleme, dass dir ständig kalt ist? Schreib mir das mal ehrlich in die Kommentare. Wir müssen aufhören, diese Symptome zu verstecken, nur um gute Keto-Anhänger zu sein. Okay, wir wissen jetzt, schmutziges Keto ist Müll und striktes Dauerketo kann für den Körper Stress bedeuten. Was ist also die Alternative? Sollen wir jetzt wieder Brot, Haferflocken, Pizza und Nudeln essen? Auf keinen Fall. Die Antwort liegt nicht im anderen Extrem. Die Antwort liegt in unserer Evolution und einem Ansatz, den ich eigentlich intuitiv verfolge. Das Zauberwort heißt metabolische Flexibilität. Stell dir deinen Körper wie ein modernes Hybridauto vor. Dein Hauptantrieb, der Dieselmotor für die Langstrecke, ist deine Fettverbrennung. Damit fährst du 90% der Zeit, wenn du schläfst, arbeitest oder spazieren gehst. Aber das Hybridauto hat auch einen kleinen Akku. Einen Energiespeicher für kurze Sprints, für intensive Belastung, für Spitzenleistung. Das ist dein Glykogenspeicher in deinen Muskeln. Wenn du metabolisch flexibel bist, nutzt du primär den Fettmotor, kannst aber bei Bedarf auf den kleinen Akku zugreifen. Wir wollen diesen Akku nicht riesig machen. Wir wollen nicht wieder High Carb essen. Wir wollen ihn nur laden und nutzen, wenn es nötig ist. Und genau hier fühle ich mich bestätigt. Ich habe nie wirklich strikt Keto gelebt, sondern immer schon bewusst Low Carb. Ich habe scheinbar intuitiv etwas richtig gemacht. Ich esse weiterhin keine Berge an Nudeln und keine Bananen mit Honig oder sonst was. Das ist viel zu viel Zucker. Aber ich esse ab und zu bewusst Kartoffeln oder Reis als kleine Beilage zu einer meiner 2 Hauptmahlzeiten. Wie sieht das in der Praxis aus? An einem normalen Arbeitstag im Büro esse ich praktisch keine Kohlenhydrate. Mein Körper läuft auf dem Fettmotor. Aber wenn ich zum Basketball gehe oder mit meinen Söhnen in den Trampolinpark, dann gönne ich mir manchmal Kohlenhydrate. Für explosive Bewegungen, Sprints, Sprünge, schnelle Richtungswechsel greift der Körper auf die Glykogenspeicher in den Muskeln zurück. Das kann eine kleine Portion Kartoffeln, Süßkartoffeln oder Reis sein. Dazu immer Fleisch, Fisch oder Eier. Und falls du dich jetzt fragst, wo man heute noch Fleisch aus wirklich artgerechter Tierhaltung bekommt, habe ich einen Tipp für dich. Tellermitte.de. Das Traditionsunternehmen in 5. Generation hat einen Fleischsommelier, der die Höfe sorgfältig auswählt, sodass du hochwertiges Fleisch aus echter Weidehaltung bekommst, transparent, verantwortungsvoll und mit Liebe zum Detail. Jetzt aber zurück zum Thema. Ob man Kohlenhydrate vor oder nach dem Training essen soll, ist wissenschaftlich nicht eindeutig. Ich persönlich esse sie immer vorher, weil ich mich damit kraftvoller fühle und es mir logischer erscheint. Bei Trainingseinheiten über einer Stunde zeigt die Forschung klare Vorteile, die da sind: 1. Mehr Leistungsfähigkeit, 2. Bessere Regeneration und 3. Niedrigeres Cortison. Viele denken, sie brauchen riesige Mengen an Kohlenhydraten. Das ist aber falsch. Du brauchst viel weniger, als du denkst. Je mehr Muskeln du hast und je aktiver du bist, desto mehr kannst du dir erlauben. Aber für die meisten reichen kleine, gezielte Mengen völlig aus. Dazu habe ich auch ein separates Video gemacht, in dem ich erkläre, wer, wann und wie viele Kohlenhydrate braucht. Das ist für mich keine Entwicklung weg von meinen Prinzipien, sondern eine Bestätigung. Wir essen echte Lebensmittel. Wir bleiben Low Carb, aber wir nutzen Kohlenhydrate als Werkzeug, als kleinen Akku, strategisch und smart.
Ich weiß, das kann alles verwirren. Der eine Experte sagt, Fleisch ist alles, der andere sagt, iss Pflanzen. Aber wenn wir uns die Analysen von allen Experten nüchtern anschauen, von Dr. Robert Lustig über Dr. Eric Westman bis zu Dr. Peter Attia, dann gibt es einen kleinen gemeinsamen Nenner. Punkte, bei denen sich alle Experten einig sind. Hier sind die 5 Säulen der Wahrheit, auf die wir uns konzentrieren sollten. Säule 1: Echte Lebensmittel zuerst. Egal, ob du Veganer oder Carnivore bist. Alle sind sich einig, dass hochverarbeitete Lebensmittel der Feind sind. Dr. Attia sagt, wenn es in einer Packung ist, dann ist es nicht. Wenn du eine Zutatenliste siehst, die du nicht aussprechen kannst, weg damit. Iss Dinge, die keine Zutatenliste haben, weil sie die Zutat sind. Säule Nummer 2: Zucker und Fructose sind das wahre Problem. Hier müssen wir unterscheiden. Dr. Robert Lustig, der Antizuckerpapst, wird nicht müde zu betonen, nicht die Glucose wie in der Kartoffel ist das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist die Fructose, also der Fruchtzucker. Und hier warnt auch Dr. Jamnadas, den ich hier auf dem Kanal schon oft zitiert habe, ganz eindringlich. Viele kennen die Regel 5 am Tag, also 5 Portionen Obst und Gemüse. Aber Dr. Jamnadas sagt ganz klar, wenn du das als 5 Stücke süßes Obst am Tag interpretierst, züchtest du dir eine Fettleber. Die Kartoffel liefert Glucose, das können deine Muskeln direkt verbrennen. Aber Fructose aus Massen an Obst macht die Leber fett, wie ich auch in meinem Video zum Thema Fettleber erkläre. Die Säule 3, die differenzierte Wahrheit über Ballaststoffe. Jetzt müssen wir über ein Thema reden, wo ich selbst schon sehr kritisch war. Ballaststoffe. Du kennst vielleicht mein Video über Ernährungsdogmen, in dem ich das Thema Ballaststoffe wirklich zerpflückt habe. Und ich stehe weiterhin zu dem, was ich gesagt habe. Wenn du einen kranken Darm hast, wenn du Blähungen und Schmerzen hast, dann sind Ballaststoffe wie Schmirgelpapier auf einer offenen Wunde. Dann musst du sie reduzieren, um zu heilen. Aber wenn dein Darm gesund ist, brauchen deine Darmbakterien Futter. Der Schlüssel ist die Differenzierung. Es geht nicht um unverdauliches Gestrüpp, sondern um Gemüse oder resistente Stärke. Hör auf deinen Bauch. Wenn du gesund bist, iss Gemüse. Wenn du Probleme hast, lass es weg. Die Säule Nummer 4: Gib deinem Körper Pausen, Fasten und Mahlzeitenfrequenz. Das ist ein Punkt, der oft vergessen wird, den aber besonders Stoffwechselkoryphäen wie Dr. Lustig und Dr. Jamnadas immer wieder betonen. Wir essen viel zu oft. Ständiges Snacken ist der Tod für deinen Stoffwechsel. Jedes Mal, wenn du isst, schüttest du Insulin aus. Wenn dein Insulin immer hoch ist, kommst du nie in die Fettverbrennung und, viel wichtiger, nie in die Autophagie, die Zellreinigung. Dr. Lustig sagt in seiner Analyse klar, halte mindestens 4 Stunden Pause vor dem Schlafengehen. Und Dr. Jamnadas nennt es The Power of Fasting. Es geht nicht darum zu hungern, es geht darum, sich an echten Mahlzeiten satt zu essen, siehe Säule 1, und dann dem Körper Ruhe zu gönnen. Dein Darm ist keine Durchgangsstraße, er braucht Zeit zum Arbeiten und Pausen zum Reparieren. Und Säule 5, es ist nicht nur das Essen. Dr. Westman und andere betonen immer wieder, Stress zerstört den Stoffwechsel. Du kannst dich perfekt Keto ernähren, aber wenn du nur 5 Stunden schläfst und dich im Job fertig machst, wird dein Cortisol so hoch sein, dass du trotzdem Bauchfett ansetzt. Ich analysiere hier auf dem Kanal jede Woche etliche Seiten an Studien, höre Podcasts von Experten und teste Protokolle, damit du nicht alles selbst lesen musst. Das ist eine Menge Arbeit. Wenn du diesen Aufwand wertschätzt und weiterhin ehrliche, wissenschaftsbasierte Infos ohne Hype haben möchtest, dann abonniere den Kanal kostenlos. Die Zahlen sagen mir, dass 70% von euch noch immer nicht abonniert haben. Also klick kurz auf den Button. Danke. Lass uns das Ganze mal ohne Hype und Panikmache auf den Punkt bringen. Macht Keto dich krank? Absolut nicht. Wir müssen unterscheiden, wo du stehst. Hier sind die 4 Regeln, die entscheiden, ob du gewinnst oder scheiterst. Regel Nummer 1: Keto als therapeutisches Werkzeug. Wenn du metabolisch vorbelastet bist, also Themen mit Insulinresistenz, dem metabolischen Syndrom oder starkem Übergewicht hast, dann sind Keto und Low Carb oft die mächtigsten Werkzeuge, um das Ruder herumzureißen. Nutze sie konsequent, um deinen Körper wieder in die Spur zu bringen. Regel Nummer 2: Das Ziel ist Flexibilität. Gesundheit ist eine Reise. Sobald du metabolisch gesund bist und deine Werte umgekehrt hast, ist strikte Ketose kein Zwang mehr. Werde zum Hybridauto, nutze Fette als Hauptantrieb, aber setze natürliche Kohlenhydrate strategisch als Turbo ein. Das ist metabolische Flexibilität. Regel Nummer 3: Dirty Keto ist eine Falle. Lass dich nicht von der Industrie täuschen. Wenn Keto auf einem Riegel steht, der nur aus Soja, Füllstoffen und Chemie besteht, ist das Müll. Tausche niemals Zucker gegen chemischen Ersatz. Iss echte Lebensmittel. Und Regel Nummer 4: Investiere in Qualität, nicht in Hype. Spare dir das Geld für teure Keto-Fertigprodukte. Investiere es lieber in Bio-Eier, Weiderind und wild gefangenen Fisch. Ja, das kostet heute mehr als Discounterfleisch, aber es ist günstiger als die Medikamente, die du sonst später bräuchtest. Ich habe meine Meinung zu Keto also nicht geändert. Ich habe sie erweitert. Quäle dich nicht grundlos mit strikten Verboten, wenn du deine Ziele bereits erreicht hast. Und hier noch etwas zum Nachdenken von Sokrates. Es ist eine Schande für einen Mann, alt zu werden, ohne die Schönheit und Stärke zu sehen, zu der sein Körper fähig ist. Das war es für heute.
Wir sind ein Team auf einer Reise. Wir lernen, wir passen an, wir werden besser. Bleib kritisch, bleib gesund und denk dran, Gesundheit ist eine bewusste Entscheidung. In diesem Sinne, Peace out.